Die Themen im letzten Zocker Lounge Wochenrückblick 2025 sind: Ashes of the Singularity 2 stellt die United Earth Forces vor. Knights Province startet Alpha 13 mit Multiplayer. Dorf stellt Marineeinheiten vor. Erstmals Material der Dark Angels aus Dawn of War 4 vorgestellt. Und Mandate Order in die Closed Beta gestartet. Und ich bin für euch dabei. Sag mal, seid ihr für Cheats empfänglich? Also reizt es euch zum Beispiel in einer Singleplayer-Kampagne ein bisschen zu schummeln oder einfach mal die Grenzen einer Engine auszutesten? Im Grunde bekommt ihr genau das mit Xmod. Denn mit deren Launcher, Link dorthin oben im i, in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar, könnt ihr im Grunde genau das tun und so eure Singleplayer-Erfahrung in fast allen Spielen erweitern. So könnt ihr zum Beispiel in Pioneers of Pagonia Leger voll machen, in 117 direkt alle Forschungen freischalten oder in Manor-Lords auf Wunsch ohne Ressourcen bauen. Mit meinem Code BK65 könnt ihr Xmod eine Woche kostenlos testen und erhaltet danach bei Gefallen 35% Rabatt für eine längere laufende Lizenz, die ihr jederzeit wieder kündigen könnt. Einfach mal ausprobieren. In recognition of the threat of their extinction at the hands of a cabal of fully synthesized post-humans, the United States of America and Europe pushed aside long-held differences and joined forces with Russia, China and other world leaders to create the United Earth Force, or UEF. Nach dem ersten Gameplay-Trailer von vor ein paar Tagen hat uns das Team von Oxide Games nun mit weiterem Material zu Ashes of the Singularity 2 präsentiert, welches in 2026 seinen Hut um das Erbe von Supreme Commander in den Ring werfen möchte. Das neue Material konzentriert sich auf die UEF, also nicht United Earth Federation wie in Subcom, sondern United Earth Forces. Die UEF setzen sich aus den Resten aller Länder der Welt zusammen und möchten die Erde zurückerobern. Dafür wird auf zahlenmäßige Überlegenheit und fortschrittliche Kampftaktiken gesetzt. Ashes of the Singularity 2 soll dann irgendwann 2026 erscheinen. Know how to fight and win. The UEF must face down not one, but two technologically superior foes, hoping to win the day with multi-layered tactical ingenuity and sheer weight of numbers. These units are just some of what humanity has to offer. Knights Province ist so ein Spiel, das ich euch schon lange mal genauer vorstellen wollte, aber bisher noch nicht dazugekommen bin, obwohl es hochinteressant für unsere kleine Bubble hier ist. Der Titel möchte ein klassisches RTS der alten Schule werden und setzt daher nicht auf schnelllebige Action, sondern konzentriert sich wie zum Beispiel in Die Siedler zunächst auf einen langsamen Spielstart, in dem ihr euch auf eure Wirtschaft fokussieren müsst, um dann im militärischen Late Game eine Chance zu haben. Vom Basenbau über Ressourcen sammeln inklusive Warenketten und RTS-Fights ist also alles dabei, was jetzt um einen Multiplayer erweitert wurde. So könnt ihr das übrigens völlig kostenlose Spiel jetzt erstmals im Koop oder kompetitiven Modus testen. Darüber hinaus vertieft die Alpha 13 die Tools für Missionsskripte und Storytelling, verbessert die Leistung und optimiert die Grafik. Knights Province soll später auch auf Steam erscheinen, einen Release-Termin gibt's dafür aber noch keinen. Reinforcements en route. Gefühlt ist Dorf schon seit immer in Entwicklung und sollte eigentlich mal der ultimative Nachfolger für Command & Conquer werden, was nun fürs erste von Tempest Rising besetzt wurde. Nach langer Funkstille hat sich das Dorf-Team jetzt aber mit einem neuen Gameplay-Video zurückgemeldet, in welchem erstmals die Marineeinheiten vorgestellt wurden. Anders als im großen Vorbild geht man hier aber noch deutlich weiter. So lassen sich Kampftürme auf den Schiffen je nach Modell nicht 360 Grad drehen,
was bedeutet, dass ihr eure Kriegsschiffe richtig positionieren müsst und dann oft nur eine Seite des Schiffes eine Breitseite abgeben kann. Hinzu kommen unterschiedliche Varianten wie große Kreuzer, hovercraftfähige Landungsboote mit Tesla-Türmen oder weitreichende mit Raketen ausgestattete Schiffe für den Fernkampf. Da Marineeinheiten in Dorf dementsprechend mächtig daherkommen werden, sollen sie auch entsprechend teuer werden, was sie dann auch sehr wertvoll macht. Leider gibt es darüber hinaus immer noch keinen Release-Termin, nein, eigentlich nicht mal ein Release-Jahr, weswegen es wohl auch 2026 noch nicht so weit sein dürfte. So schade. Heißester Anwärter auf den RTS-Thron in 2026 ist aber ohnehin nicht Dorf, sondern für viele mit Sicherheit Warhammer 40k Dawn of War 4. Das von Deep Silver mit einem Millionenetat ausgestattete RTS von King Arts in Bremen zieht alle Register und macht dabei nicht nur bei seiner brachialen Präsentation sehr viel richtig. Denn ähnlich wie bei den vorher genannten Spielen möchte man hier wieder back to the roots gehen und euch ein klassisches Strategiespiel mit Basenbau, Ressourcenabbau und tiefgründigen Echtzeitschlachten bieten, was vor allem Teil 3 damals sträflich vernachlässigte und dementsprechend baden ging. Im nun kurz vor Weihnachten neu veröffentlichten Trailer wurde die Fraktion der Dark Angels vorgestellt. Diese Elite Space Marines, welche den Blood Ravens zur Hilfe eilen, führen unter anderem Motorräder ins Gefecht und verfügen neben Mechs auch über baubare Panzer. Sieht episch aus und wird es wohl auch. Einen genauen Termin gibt's hier zwar auch noch nicht, 2026 soll es aber schon soweit sein. In Mandate Order habe ich kurz vor Beginn dieses Videos hier reingezockt und war ehrlich gesagt ziemlich begeistert. Im Grunde wird hier ganz frech Manor-Lords kopiert und das Ganze ins feudale China gepackt. Mandate Order ist dabei aber nicht so extrem langsam wie Manor-Lords und setzt zudem viel mehr auf den Kampfaspekt, inklusive Verteidigung mit Mauern und Belagerungswaffen, was zumindest in den ersten Minuten so viel besser ist, meiner Meinung nach, und obendrauf dank der Unreal Engine auch total schick um die Ecke kommt. Aktuell läuft hier die Closed Beta, welche gefühlt trotz Weihnachten täglich mit Updates versorgt wird und richtig Bock macht. Der Titel läuft bei uns noch völlig unter dem Radar, was ich nicht so ganz nachvollziehen kann. Ich leg mich einfach mal kackend dreist fest, das hier wird 2026 eines der Strategie-Highlights, wenn ihr mit dem Setting was anfangen könnt. In diesem Sinne, liebe Zocker-Launcher, das war's von meiner Seite für 2025. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit meiner Arbeit zufrieden und lasst vielleicht sogar ein Abo da, denn die fehlen diesem immer noch sehr kleinen Nischenkanal noch ein bisschen. Lange Rede, kurzer Sinn, ich wünsche euch einen guten Rutsch und einen erfolgreichen Start ins Jahr 2026. Da wird die Zocker-Lounge dann schon 9 Jahre alt. Wahnsinn. Aber hey, wenn ihr wollt, wir sehen uns. Bis bald. The rules of survival in this world are written by you.